Hallo, guten Morgen. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Ja, also starten wir mal gleich durch. Ich habe hier die ganz große Leinwand heute und darauf sollst du dich heute frei bewegen mit dem Werkzeug. Das habe ich so vor, aber auch fließen lassen. Ich möchte, dass hier die Bewegung so rüber geht. Ja, mit dem Blau möchte ich starten. Ich bin aber noch ein bisschen am Überlegen. Also mal schauen. Nee, ich greife doch zu dem Gold. Ich bin die ganze Zeit am Hin und Her überlegen. Blau, nur blau oder doch ein bisschen Gold. Und ja, das Mist, das hätte ich jetzt gerne hier rüber geschmissen. Aus der Flasche direkt. Klappt aber nicht so gut. So kann das gehen. Doch immer ein Hin und Her im Kopf. Also das ist jetzt natürlich total schön. Also das inspiriert mich ja gleich, war die richtige Entscheidung. Also mir geht es ja auch vor allen Dingen ums Loslassen, um Farbe schmeißen, um sich frei zu fühlen auf der Leinwand. Wisch das gleich ab in ein Tuch. Das musst du nicht extra abwaschen mit Wasser, sondern das kannst du auch einfach kurz ins Tuch wischen. Und dann liegt es gleich wieder bereit für die nächste Farbe. Und ich experimentiere hier aber noch ein bisschen mit dem anderen Werkzeug. Das geht auch gut, hervorragend. Da kann ich wieder neue Effekte mit erzielen. Das macht Spaß. Das Gold reflektiert schön und ich habe jetzt schon so einen schönen Einstieg in meine Malerei. So, jetzt kommt aber endlich mein Blau. Das passt jetzt ganz gut dazu. Das will ich auch schmeißen. Das habe ich mir eben noch überlegt. Das Blau könnte noch gut dazu passen. Und dann nehme ich jetzt aber erstmal den Pinsel, mache den kurz nass und gebe noch eine tiefere Nuance rein, damit ich so einen guten Start auch zu den helleren Farben kriege. Das macht Spaß, das musst du unbedingt machen und auf der größeren Leinwand geht das ja auch nochmal alles viel, viel besser. So, wo ist er? Moment, wo ist mein Werkzeug? Die Farbe immer rauf. Das übt dich. Also hau das da drauf. Schöner Schwung hier drin. Jetzt das Helle auch gleich dazu. Auch ruhig teilweise miteinander vermischen. Ja, bei dem Kreuz ist das immer schnell so sichtbar, da musst du ein bisschen flacher drüber arbeiten oder halt nochmal spannen die Leinwand. Sich so schön jetzt hier mit dem Spachtel über die Fläche bewegen, das kannst du jetzt ganz entspannt machen. Die Farben mal aufnehmen, verteilen, so lassen. Das sind schöne Effekte, die da mit erzielt werden. Mir ist das noch ein bisschen zu hell. Also ich gehe da einfach nochmal mit der dunklen Farbe bei und überlege jetzt schon gerade parallel, was ich oben mache. Es trocknet heute echt schnell, aber es funktioniert trotzdem noch. Ich gebe dann nochmal ein bisschen Farbe nach und schau mal, auch die leuchtende Farbe da oben drauf. Das ist doch toll, das inspiriert doch gleich.
So, jetzt kann das da unten mal durchtrocknen und dann gehe ich jetzt hier an den oberen Teil. Da bin ich schon die ganze Zeit im Überlegen, wie ich den mache. Ich habe mir überlegt, ja, weil es ja doch so ein bisschen auch so ganz entfernt an das Meer erinnert, sich hier einfach einen schlichten Himmel drauf. Also einfach nur hellblau. Oh, das ist ein Pinselhaar. Jetzt über die Kante rüber schmeißen. Und ja, weißt du, wenn das nicht genau da landet, dann ist es halt so. Vielleicht kannst du auch nachträglich nochmal draufsetzen. Das finde ich ganz schön hier. Nochmal so einen Streifen drüber. Und den kannst du auch einfach wieder ja, ein bisschen verziehen. Am Horizont will ich noch das Blau ein bisschen kräftiger haben und dann so einen leichten Übergang zu dem Hellblau hinbekommen nachher. Irgendwie. Jetzt mische ich die Farben ineinander und dann kriege ich auch so einen weichen Übergang. Und denselben Farbton nehme ich jetzt nochmal und schmeiße den jetzt nochmal über die Fläche rüber. So, komm, mit voller Power rauf da. Das Gold nochmal hinterher. Ja gut, der hätte jetzt quer fliegen sollen, aber es ist wie es ist. Ja, der Teil gefällt mir jetzt nicht so, aber ja, nochmal schwarz rüber? Nein. Nee, Finger weg, das reicht. Die Sonne scheint, ich muss das hier immer ein bisschen zuziehen und es trocknet relativ zügig. Ich lasse es jetzt aber nochmal so liegen und vielleicht arbeite ich dann nochmal bei dem Gold nachher nochmal rüber, schmeiße dann nochmal das Gold anders rüber und ja, es hat viel Spaß gemacht. Das hat mich so befreit und ich versuchte das ja immer ein bisschen zu vermitteln, dass da nicht viel zugehört. Also du kannst ganz entspannt mit viel Freude dabei gehen, die Werkzeuge ausprobieren und einfach machen und ja, deine Freiheit darin entdecken. Ich habe es jetzt noch mal ins andere Licht gestellt. Jetzt sieht man das Blau noch mal richtig schön. Das ist ein schönes strahlendes Blau auch in dem Himmel. Und ich habe das Gold noch mal nachgeschmissen, als es trocken war. Bin ich noch mal dabei gegangen und bin dann noch mal rüber und habe dieses Gold geschmissen. Und gerade wenn das Licht da so rüber scheint und die Sonne so durch den Raum zieht, dann blinkt es immer so schön und erinnert einen auch an diesen schönen Malprozess. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass du bis hierhin geschaut hast. Und ja, in meinem Buch findest du natürlich auch etwas zu dem Thema Meer. Und das Bild Segeln im Sturm passt natürlich auch toll zu dem Bild von heute.
Also da kannst du noch mal reinschauen, das findest du auf Seite 106. Es ist halt anders gearbeitet, aber du kannst immer mit deinen Emotionen und mit deiner Geschichte arbeiten und das in dein Kunstwerk einfließen lassen. Und auf die verschiedensten Arten und Weisen funktioniert das eben wunderbar. Also hab einen ganz schönen Sonntag, schön, dass ihr alle da seid, ich freue mich so. Und ja, danke für dein Like, danke für dein Abo, danke für deinen lieben Kommentar und ja, danke auch für eure gesamte Unterstützung. Macht's gut, tschüss!